Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video der Reihe Scones. In diesem Video möchte ich meine Erfahrungen mit Spiced Pumpkin Scones mit dir teilen. Das sind die Zutaten: Mehl, Zucker, Backpulver, Natron, Salz, Pumpkin Spice, das sind verschiedene Gewürze gemischt. Das Mischverhältnis findest du unten in der Beschreibung. Kürbispüree, Buttermilch und kalte Butter, die fein gerieben wurde. Das Mehl wird durch ein Sieb gegeben, sowie auch das Backpulver, Salz und Natron und auch Pumpkin Spice und der Zucker. Und das wird alles untergerührt. Die Butter wird hinzugefügt und vorsichtig schon mal untergehoben, dass sich das Ganze schon mal verbindet. Und anschließend wird mit einem Kartoffelstampfer weitergearbeitet. Ab und zu kannst du auch mal die Hände nehmen, aber nicht zu viel. Das ist das Kürbispüree, das wird jetzt zu dem Buttermehl-Gemisch mit den Gewürzen hinzugegeben und untergerührt. Nun wird die Buttermilch hinzugefügt, immer ein bisschen zur Zeit. Der Teig sollte nicht zu nass sein. Der zusammenhängende Teig wird dann auf die bemehlte Arbeitsfläche gegeben und immer wieder gefaltet, dass sich die einzelnen Zutaten in den Teig gut verbinden. Nach dem Falten wird das Ganze ausgerollt und mit einem Ausstecher ein paar Scones ausgestochen. Die werden dann mit Buttermilch bestrichen und kommen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. So sehen die Scones nach dem Backen aus. Sie sind außen schön knusprig und gebräunt und sind richtig gut aufgegangen. Innen drin sind sie schön feucht und mehrlagig und luftig. Am besten ist es, den Teig etwas mehr zu süßen und nach dem Backen auf den noch heißen Scone eine Glasur zu streichen. Zum Beispiel eine Mischung aus Puderzucker, Kürbis und Zitronensaft. Es ähnelt dann eher einem Gebäck, ähnlich wie Kuchen, aber ist auch super lecker. Du kannst es aber natürlich auch ganz traditionell mit Butter und Marmelade testen. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren.